Das soll eine Chibi-Figur sein? Das ist doch eher ein Puzzle. Hi Leute, willkommen bei D-Style Art. In dieser Showtime-Folge wartet eine echte Premiere auf mich und auf euch. Meine erste Chibi-Figur. Und ich sag euch eins, das war echt eine Herausforderung. Im Normalfall bemale ich ja nur ein Viertelstatuen, ein Sechstel oder ein Drittelstatuen auch mal. Aber so eine Chibi-Figur, die habe ich noch nie bemalt. Beziehungsweise sowas Kleines habe ich noch nie bemalt. Aber als ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, boah, die sieht echt cool aus. Das probierst du mal aus. Nun kommen wir mal zu der kleinen Chibi-Figur. Ich habe mit der Base angefangen. Ihr habt ja sicherlich gesehen, was ich bis jetzt gemacht habe. Und momentan kümmere ich mich darum, die Details zum Leben zu erwecken. Dafür verwende ich verschiedene Techniken. Mit Q-Tips, mit Schwämme. Ich glaube, das seht ihr auch hier im Video, damit überall so ein anderer Effekt drauf ist. Sei es Rost, sei es zerkratzt. Das kriegt man mit so welchen Utensilien echt gut hin. Also, ich habe unsere Chibi-Statue erstmal mit Weiß geairbrushed, weil Rot funktioniert nicht gut auf Schwarz. Und wir wollen ja, dass das Rot richtig aufpoppt. Dementsprechend erstmal Weiß. Danach bin ich mit einem Ballrett von Citadel drüber gegangen und habe alles vollflächig damit bemalt. Das Rot, das muss erstmal trocknen. In der Zeit habe ich dann das Munitionsmagazin und diese Tonne in Olivgrün geairbrushed. Dann habe ich mir einen Karoburg Crimson von Citadel geschnappt und habe damit dann Schattierung auf den Anzug von Deadpool gemacht. Diese Farbe, die funktioniert in Kombination mit Rot echt gut. Damit bekommt man gut Schatten hin auf Rot. Aber ich glaube, das erkennt ihr auch auf den Bildern. Und hier teste ich nochmal neue Farben. Die Farben stammen vom deutschen Hersteller und dann dachte ich mir, die supporte ich doch mal. Und habe die mir mal bestellt, um zu gucken, ob die was taugen oder nicht. Ein endgültiges Urteil kann ich jetzt natürlich noch nicht fällen, aber die zwei Farben, die ich jetzt getestet habe, die waren extremst gut. Eventuell denken viele, dass sie so welche Modelle nicht bemalen können, weil ihre Hand zu zittrig ist oder das Modell einfach viel zu klein ist. Hier zeige ich euch, dass es bei mir nicht anders ist. Also an manchen Stellen habe ich drüber bemalt, weil es wirklich zu klein ist. Man muss natürlich wissen, welche Techniken man anwenden kann, um sich dann gegebenenfalls damit zu helfen. In diesem Fall, ich habe vorher die ganze Statue, nachdem ich sie bemalt hatte in Rot, versiegelt. Nachdem ich das Schwarz dann bemalt habe, dann seht ihr, da habe ich ein paar Stellen überbemalt. Dann bin ich mit einem feinen Zahnstocher beigegangen und dann könnt ihr das wegkratzen oder beziehungsweise sauber machen. Und so könnt ihr auch ganz kleine Stellen sauber ausarbeiten. Aber ganz ehrlich, mühselig ist das allemal. Mein größten Respekt wirklich an alle, die Miniaturbemalungen machen. Also ganz ehrlich, wow. Angefangen habe ich alle Details auf der Hose zu bemalen, bis die komplett sozusagen fertig war. Aber da habe ich schon einen Fehler gemacht, deswegen kommen wir da später nochmal einmal zurück. Danach habe ich mich um den Torso gekümmert. Ich habe mir das so gedacht, dass ich erstmal alle fein arbeiten. Der hat ja mehrere Gürtel, mehrere Taschen, dass ich die erstmal komplett fertig mache, damit ich es danach versiegeln kann und dann ganz zum Schluss ich nochmal schwarz drüber machen, also an den Stellen, wo schwarz hinkommt. Und als ich so dabei war, die ganzen Gurte an dem Torso zu bemalen und die Taschen, ist mir aufgefallen, dass ich die falsche Farbe für die Gurte an der Hose verwendet habe. Das Innere von den Gurten ist nicht schwarz, sondern braun. Also musste ich alles nochmal neu malen. Vielen Dank. Also diese ganzen Details am Torso, die waren echt eine Herausforderung. Diese ganzen Taschen, Gürtel, Granaten. Wow. Also wirklich herausfordernd. Und ich habe was ganz Besonderes mit dieser Statue vor. Dementsprechend habe ich mir extremst viel Mühe gegeben, dass sie perfekt zum Schluss dasteht. Falls sich jemand von euch die Frage stellt, von wo man diese Chibi-Figur herbekommt, die Chibi-Figur wurde von CES Studios entworfen.
Das ist eine der bekanntesten Patreon-Gruppen, die es so gibt. Die machen wirklich die besten Statuen auf dem Markt. Man bekommt in der Regel, beziehungsweise seit neuestem, sogar 4 Statuen in einem Monat und dazu noch 2 Chibi-Figuren. Also wenn ihr mal Interesse an hochwertigen Statuen habt oder an hochwertige Chibis, dann solltet ihr unbedingt mal bei CES Studios vorbeischauen. Und die Kleinteile brechen nicht ab. Hier seht ihr zum Beispiel, wie ich gerade die Rakete, wo er seinen Fuß drauf hat, ein bisschen rote Farbe verpasse. Danach habe ich mich noch um ein paar Einzelteile gekümmert, wie die Armschützer oder wie das Fass oder das Munitionsmagazin. Das habe ich zum Beispiel wieder mit einer Schwammtechnik überall ein bisschen Rost ran gemacht. Es gibt den Ganzen so einen verwetteten Effekt, das finde ich ziemlich cool. Ganz zum Schluss habe ich mich nur noch um die Hände gekümmert und fertig ist das Teil. Schaut euch das an, jede Menge Teile. Und solange ihr seht, wie ich das Teil zusammenbaue, möchte ich mich gerne nochmal bei euch bedanken. Das nächste Video kommt nicht wie gehabt in 2 Wochen, sondern nächsten Sonntag schon. Also merkt euch das vor, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Wenn ihr mich unterstützen wollt und euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.